Unser neuer Vario Star steht bei uns vor der Haustür. Es liegen einige arbeitsreiche Tage hinter uns. Was wir alles gemacht haben, was wir alles erlebt haben, darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Es geht nicht nur um unseren neuen Vario, aber auch um unseren alten Vario. Den möchten wir natürlich sauber und ordentlich an den Nachfolger übergeben. Wir wollen natürlich das Mobil dem Nachfolger sauber übergeben. Und so wird das jetzt noch von überall da, wo noch was schmutzig ist, gereinigt. Ausgeräumt haben wir das Mobil jetzt. Die Sachen stehen jetzt alles bei uns in der Garage. Man glaubt gar nicht, was man alles so im Mobil hat, wenn man die Staufächer alle leer räumt. Hier stehen die ganzen Sachen und warten jetzt darauf, auf unser neues Mobil und können dann da wieder eingeräumt werden. Wobei wir natürlich erstmal ganz stark sortieren müssen, was wir wirklich noch mitnehmen und was nicht. Wir haben die Verkleidung von den Dachfenstern ausgebaut. Rieder hat das Ganze intensiv gereinigt, damit das alles fast wie neu aussieht. Dann wurden natürlich auch unsere Gardinen abgenommen. Ob der Nachfolger diese Gardinen nun noch haben möchte, das wissen wir natürlich nicht. Aber erstmal haben wir sie abgenommen und gereinigt, gewaschen und dann werden sie erstmal auch wieder aufgehängt. Natürlich soll auch der Gasherd schön sauber sein. Er sieht noch, man kann sagen, fast wie neu aus. So haben wir da auch kein schlechtes Gewissen, wenn wir sowas dann übergeben. Nicht da hinten, hier. Gut. Wir haben da schon einige Tage gebraucht, bis wir alles so richtig auf Vordermann hatten. Rita hat alle Register gezogen. Natürlich so eine Hausfrau, die weiß, wo es drauf ankommt. Ich habe aber natürlich auch dabei geholfen. Am Ende waren wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Alles war, ja, ich würde sagen, nicht wie neu, aber fast wie neu. Also alle Fächer gereinigt, geöffnet, gereinigt. Und alles funktioniert einwandfrei, nichts ist kaputt, keine Schrammen. Insofern haben wir ein sehr gutes Gefühl, wenn der neue Besitzer das so übernimmt. Wir haben in den 17 Jahren fast 4000 Tage in diesem Wohnmobil gelebt, gewohnt. Natürlich auch alles ordentlich und viel genutzt, jeden Tag geduscht. Und von daher sind wir sehr zufrieden mit dem Zustand des Fahrzeugs. Auch die Garagen und Staufächer, alle gereinigt und sauber gemacht. Mit dem Nachfolger, also meinem Cousin und Frau, ist abgesprochen, dass alles, was wir nicht brauchen, drin bleibt und sie letztendlich entscheiden, ob sie es nutzen möchten oder auch nicht. Um uns die Wartezeit etwas zu verkürzen, haben wir uns schon mal Gedanken gemacht, wie können wir Gläser und Geschirr im Mobil aufbewahren. Und da haben wir uns jetzt für diese Variante entschieden. Mal schauen, ob das klappt und ob das alles ohne Klappern läuft. Aber sieht so im Moment schon mal gut aus. In die Garage von unserem neuen Vario wollen wir uns ein Regalsystem einbauen lassen. Die Boxen dafür haben wir schon. So können wir darin schon unsere Utensilien, die wir alle mitnehmen wollen, einräumen. Am 12. September ist es dann soweit. Wir holen unseren neuen Vario Star bei der Firma Vario Mobil ab. Wir werden dort unseren alten Vario abgeben. An dem Fahrzeug müssen einige Lackierarbeiten gemacht werden und das dauert einige Zeit und so bleibt unser Vario dort. Wenn die Lackierarbeiten fertig sind, werden wir gemeinsam mit dem neuen Besitzer hier zu Vario hinfahren und werden das Fahrzeug hier dann übergeben. Wir kommen bei Regenwetter morgens um 10 bei der Firma Vario Mobil an. Wir werden hier den ganzen Tag sein müssen und bleiben, denn wir bekommen hier die Einweisung in unser neues Fahrzeug. Unser neuer Vario wurde ja 9 Monate lang als Ausstellungsfahrzeug genutzt und steht jetzt hier auch in dem Ausstellungsraum der Firma Vario Mobil. Es fallen einem ja immer wieder Dinge ein, die man noch gerne hätte. So habe ich den Wunsch geäußert, einen Schriftzug hinten drauf zu bekommen auf unser neuen Vario, und zwar Haco Video. Auch
Diesem Wunsch wurde mir erfüllt. Unser Fahrzeug wurde hier auch ausgiebig getestet. Alles wurde in Betrieb genommen und das über eine Woche lang, sowie die Heizung, Wasseranlagen, Kühlschrank und so weiter, sodass nach Möglichkeit keine Kleinigkeiten an Problemen da sind, wenn wir das Fahrzeug dann übernehmen. Ein junger Mitarbeiter ist hier zuständig für die Übergabe des Fahrzeugs, beziehungsweise er erklärt uns alle Details von unserem neuen Fahrzeug. Nun fahren wir schon 30 Jahre Wohnmobil, davon 20 Jahre oder mehr als 20 Jahre Variomobil, und so ist uns vieles bekannt, aber natürlich die Technik geht weiter und da ist doch einiges erklärungsbedürftig. Das linke Display kennen wir, das haben wir beim alten auch, aber rechts haben wir jetzt von Victron so ein Display, ein Touch-Display. Dort kann man viele Dinge einstellen oder ansehen. Und da ist zum Beispiel Solar, Batterien und so weiter alles drauf. Und damit müssen wir uns ein bisschen auseinandersetzen. Das Ding ist für uns neu. Nur so als Information, wir haben 570 WP Solarleistung auf dem Dach und haben Lithiumbatterien mit 400 Ampere-Stunden. Das Ganze lässt sich natürlich auch über eine App steuern oder man kann auch alles einsehen von dieser App aus. Das ist heute aber ja fast überall Standard. Nachdem uns im Innenbereich alles erklärt wurde, das hat mindestens 1,5, ja vielleicht sogar 2 Stunden gedauert, ging es im Außenbereich weiter. Viele Dinge kann man ja hier bei dem Hersteller selber bestimmen, wie groß die Staufächer werden sollen, wie sie eingeteilt werden sollen, was wohin verbaut wird, und alles das schauen wir uns jetzt nochmal genau an, um uns das auch nochmal genau alles erklären zu lassen. In unserem Mobil ist ein Gastank verbaut, ein kleiner Gastank. Wir haben aber 2 Flaschen auch noch drin, die nehmen wir nicht immer mit, aber eine haben wir immer dabei. Und natürlich haben wir auch einen Gasaußenanschluss. Die Gasflaschen stehen auf einem Schlitten, den man nach draußen ziehen kann. So ist das Wechseln dann kein Problem. Diese Kombination Gastank mit Flaschen ist von uns so gewünscht. Das muss man natürlich nicht so machen. Man kann natürlich nur einen Gastank einbauen lassen und den dann nutzen. Mehrere große Staufächer haben wir. Hier rechts sehen wir den Dieseltank, der fast 180 Liter. Alle Staufächer und natürlich auch die Garage sind beheizt. Darauf möchte ich nochmal hinweisen, das hat man mir auf der Messe gesagt, die Elektronik ist ja gar nicht abgedeckt, das ist gemacht worden noch anschließend. Hier ist eine Plexiglasscheibe vor der gesamten Elektronik, sodass da nichts mehr passieren kann. Ich habe hier alles ausführlich erklären lassen, aber dran braucht man hier nicht. Ich kann alles steuern aus dem Innenraum über das Display. Zwischenzeitlich ist jetzt Mittagszeit, da kommt der kleine Hunger und da wurden wir eingeladen von Heiko Hülsmann, der uns ja immer beim Bau begleitet hat, zu einem kleinen Imbiss. Man wundert sich ja, wie schnell die Zeit dann vergeht. Wir haben inzwischen schon nach 14 Uhr und jetzt soll das Fahrzeug nach draußen gefahren werden. Das Wetter hat sich auch inzwischen verbessert und so wollen wir dann draußen alles, zum Beispiel Antenne, Solaranlage und so weiter, testen und uns ansehen. Unser Fahrzeug hat inzwischen 1000 Kilometer etwa auf dem Tacho. So viel ist das bei Überführungsfahrten, Probefahrten gefahren worden. Unter anderem ja auch zur Messe nach Düsseldorf hin und zurück. Um das nochmal zu sagen, waren ja einige dabei auf der Messe, die Bedenken hatten, dass jetzt so viele Menschen in diesem Mobil schon drin waren und dass dort irgendwelche Beschädigungen zu sehen sind. Das ist auf keinen Fall so. Da gibt es keine einzige Schramme oder nicht irgendwas am Fußboden oder irgendwas ist schmutzig geworden. Alles ist wie neu. Auf dem Dach von unserem Wohnmobil ist eine Satellitenanlage verbaut vom Hersteller Tenhaft, eine Oyster 5. Und wir haben auch Oyster Connect, um intern ein WLAN zu haben.
Ein Fernsehgerät ist ein Smart TV hier eingebaut. Darüber können wir natürlich auch über Internetfernsehen gucken oder zum Beispiel auch YouTube schauen und so weiter. Jedes Detail kann man natürlich auf so einer Fernbedienung nicht besprechen. Da muss ich vielleicht hier und da nochmal in die Betriebsanleitung schauen oder Learning by Doing. Wir hatten ja bisher immer eine Markise, die man von Hand rauskurbeln musste. Jetzt haben wir eine elektrische. Auch das müssen wir so ein bisschen jetzt mal testen, ob das richtig funktioniert. Mich schon wieder zu nerven. Aber Kunststoff haben wir. Schon, oder? Ja, wollten wir gar nicht haben. Alles gut. Inzwischen ist es nach 16 Uhr und ja, wir haben eine komplette Einweisung erhalten. Natürlich wird es immer noch Dinge geben, die wir nochmal nachlesen müssen, oder natürlich können wir auch jederzeit bei der Firma Variomobil anrufen und Fragen stellen. Am Ende kam noch der Papierkram, aber auch das war kein Problem. Und was für uns noch ganz wichtig war, das Gästebuch von der Messe, das hatten wir noch nicht in unseren Händen. Wir haben da schon reingeschaut auf der Messe, aber jetzt wurde uns das von Heiko übergeben. Und ja, wir sind sehr angetan davon. Es sind so viele Einträge, hunderte von Einträgen, und das nicht nur aus Deutschland, auch aus der Schweiz, aus Dänemark, aus Schweden, aus Spanien, aus Österreich, aus Luxemburg. Also enorm viele Einträge drin, und wir lesen alles oder haben schon alles in dem Buch gelesen oder die ganzen Einträge uns angeschaut. Wir haben uns dann von Heiko verabschiedet und von anderen Mitarbeitern der Firma auch, und dann ging es für uns Richtung Heimat mit unserem neuen Vario Star. Auf der Rückfahrt musste ich mich natürlich gleich mit den neuen Dingen auseinandersetzen, mit dem Spiegelersatzsystem. Wir haben jetzt ja diese Monitore hier als Rückspiegel, aber ich habe schnell festgestellt, dass das eine gute Geschichte ist. Für mich ist das kein Problem. Ich werde darüber in einem Video mal ausführlich berichten und mal einiges dazu zeigen. Wir sind gut mit unserem neuen Mobil zu Hause angekommen. Jetzt geht es natürlich los, alles einzuräumen. Zugelassen haben wir ihn auch schon. Man sieht das Kennzeichen. Wir haben wieder das alte Kennzeichen HC52. Ich werde von Zeit zu Zeit immer wieder über unseren neuen Vario berichten, weitere Details zeigen. Wenn ihr Fragen dazu habt, dürft ihr das gerne oder dürft diese Fragen gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde sie dann versuchen, in den nächsten Videos zu beantworten. Das war's mal wieder. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.